Ja, warum Sprechstunde? Im Thumbnail habt ihr das schon gesehen. Sprechstunde aus diesem Grund, das soll ein neues Format in 2024 sein, in das ich, also Kurzvideos sozusagen, in die ich so einige Themen hineinpacke, für die es sich nicht lohnt, sage ich mal, ein extra Video zu machen. Oder zum Beispiel, um eure Fragen zu beantworten in den Kommentaren oder die ihr per E-Mail schickt oder per WhatsApp. Damit herzlich willkommen zu diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Ja, ich habe ja jetzt schon eine ganze Weile, ich glaube seit September, keine Videos mehr gemacht. Zwischendrin mal einen kurzen Short. Das hat verschiedene Gründe gehabt und ein paar davon möchte ich in diesem letzten Video in diesem Jahr, darüber möchte ich noch mal kurz sprechen und euch zeigen, was so passiert ist. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Zuallererst steht diese Geschichte mit diesem Sprechstundenthema. Wie schon erwähnt, da packe ich all das rein, keine Ahnung, zum Beispiel Erkenntnisse über den Ölthermostat bei den 1150ern und eben wo es mal ein Video gab oder wo man drüber sprechen könnte. Und ich denke, da kommt schon das eine oder andere und dann werden das so Videos vielleicht mit 12, 13, 14, 15 Minuten Videolänge. Schauen wir mal, was draus wird. Ich gehe das ganz locker an. Ja, wenn keine Themen da sind, dann gibt es auch keine Sprechstunde. Ja, was habe ich in dieser Zeit eigentlich alles so gemacht? Einmal braucht man manchmal so ein bisschen Abstand von der Videodreherei und von der Schneiderei und. Ich habe zwischendrin die DR750, da ist ein neuer Motor reingekommen, da habe ich eine Revision bei den Vergasern gemacht, man hat es in den Shorts gesehen. Das war das eine, die DR750, die hat die Garage verlassen und läuft wieder einwandfrei. Und der Besitzer ist natürlich glücklich darüber und das nächste Frühjahr kann da kommen. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe gerade kürzlich jetzt hier in der Garage neue Lampen eingebaut. Und zwar Deckenlampen. Ich hatte hier vorher, die sind jetzt nicht an, ich hatte hier vorher so vereinzelte Strahler, so wie man es da hinten sieht, so was Ähnliches. Und dann zwei Leuchtstoffröhren, also LED. Und das war alles so ein bisschen immer schwierig mit der Ausleuchtung, weil eben nicht in jeder Ecke so viel Licht war, wie ich mir das so gedacht habe immer. Ich musste da ganz viel mit irgendwelchen Stativen arbeiten, mit Strahlern oder mit irgendwelchen Zusatzleuchten. Und das ist manchmal schon ziemlich hinderlich. Nicht nur bei den Videos, sondern auch eben, wenn man an so einem Motorrad eben halt arbeitet. Da ist Licht das A und das O. So eine Beleuchtung, ich blende euch das mal hier im Detail ein, dass so eine Beleuchtung gar nicht so teuer sein muss. Das sieht man eigentlich hier. Also so eine Lampe, das sind 12 Stück insgesamt, hat 20 Watt LED und kostet ungefähr 10 Euro pro Stück. Ich habe 12 Stück davon verbaut und habe mir hier einfach an die Decke eine Grundkonstruktion gebaut mit Latten, mit Holzlatten, auf die ich dann die Lampen geschraubt habe, damit ich nicht jede einzelne Lampe festmachen muss. Und also an der Betondecke. Und so kann ich irgendwann mal größere Lampen dran machen oder ganz andere, kann also jede einzelne Lampe gut wegmachen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und ich werde jetzt mal kurz das Licht einschalten. Ja, und da sieht man schon, die anderen Beleuchtungen, die eben noch an waren, die sind immer noch an. Aber man sieht, dass es hier schon bedeutend heller geworden ist im Raum. Und dass man vor allen Dingen an der Hebebühne gut arbeiten kann, aber auch in der ganz anderen Ecke. Und in jeder Ecke hat man im Prinzip ausreichend Licht. Was ich damit sagen will ist, es muss nicht immer teuer sein,
eine adäquate Beleuchtung zu haben. 10 Euro pro Lampe, genauer gesagt waren es 8,95 € für die ersten Lampen, die ich gekauft hatte. Und später waren es dann 9,95 €. Man muss da keine Hunderte von Euro pro Lampe ausgeben. Sicher gibt es auch LED-Beleuchtungen, von denen man weniger braucht, die etwas größer sind vielleicht, die auch teurer sind, die letztendlich die gleiche Lichtausbeute bringen. Kann sein, aber ich habe mich dafür entschieden und bin damit super zufrieden. Ja, dann was habe ich noch gemacht? Ich habe eine neue Werkbank gebaut, die ist allerdings noch nicht ganz fertig. Da zeige ich euch jetzt hier mal ein paar kurze Videoschnipsel. Ja, das ist die neue Werkbank. Das Grundgestell ist aus Holz, aus 40 x 60er Rahmenholz, Fichte und eben außen rechts und links verkleidet mit Multiplexplatten. Das Ganze ist lackiert und hier ist unten ein Boden drin, der ebenfalls lackiert ist. Und da fehlen jetzt natürlich noch die Türen. Also 2 Türen auf dieser Seite, eine Tür auf dieser Seite und eine passende Platte. Wobei, wie ich ja gesagt hatte, bin ich mir da noch nicht ganz sicher, ob ich da so eine Mehrzweckplatte nehmen soll, wie man sie in der Küche zum Beispiel verwendet. Da bin ich mir auch über die Farbe, wäre ich mir da nicht sicher. Und eigentlich würde ich ganz gerne so eine Echtholzplatte drauf haben, weil es da auch nicht so schlimm ist, wenn man dann doch mal eine Macke reinmacht oder wenn man da reinbohrt versehentlich oder so. Aber das weiß ich noch nicht, muss man mal sehen. Ja. Die ganze Werkbank ist 1,72 breit und 58 cm tief. Und ja, wie gesagt, Türen werden aus MDF kommen. Ich habe einstellbare Füße gebaut, unten in der Mitte noch ein Fuß, also hier in dem unteren Bereich, dass das Ganze sich nicht durchbiegt. Das nimmt schon ganz schön viel Zeit in Anspruch, bis das alles so ist, wie man sich das vorstellt. Aber ich denke, wenn es dann fertig ist, kann es sich sehen lassen. Passt dann. Und dann habe ich natürlich hier oben viel mehr Platz, um all die Dinge zu machen, die ich gerne machen möchte. Ich habe die gebaut, weil ich einfach ein bisschen mehr Arbeitsfläche brauche. Das war das eine. Und das andere war, dass ich etwas mehr Stauraum halt einfach habe. Und wenn man sich so anguckt, was man zu kaufen bekommt an Werkbänken, auch gebrauchte Werkbänke für die Werkstatt, ja, da schlackert man schon ganz schön mit den Ohren. Insofern bin ich dann in den Baumarkt gegangen und habe mir das passende Holz besorgt, was zwar auch nicht ganz so günstig ist, aber immer noch günstiger als was fertig gekauftes. Zumal ich die Werkbank so anpassen konnte, wie ich die für meine Bedürfnisse brauche. Ja, und dann gab es noch so Kleinigkeiten. Ich habe hier zum Beispiel diese Kabelaufhänger, die waren vorher in Rot-Grün lackiert. Die habe ich dann im Zuge der Werkbank umlackiert, hängen aber immer noch an der gleichen Stelle. Also sind so Kleinigkeiten. Druckluftanschlüsse habe ich verändert. Ja, so dass man einfacher arbeiten kann. Halt so, ne? Das waren so diese Sachen, die man so nach und nach eben halt macht. Dann ist eine neue Maschine in die Werkstatt gekommen, und zwar diese hier. Ja, und zwar ist das eine TWX11 von der Firma Twinbush, eine Reifenmontagemaschine. Ja, wie halt so eine Reifenmontagemaschine aussieht, mit dem Montagekopf hier oben, mit einem Niederhalter, mit einem druckluftgesteuerten Niederhalter, mit dem ganz normalen Standard-Drehteller, aber eben halt mit den Motorradadaptern für Felgen, die zum Beispiel Hinterradfelgen oder so, die etwas dicker sind, für die der normale Klemmbereich hier unten nicht mehr passt und man die ganze Felge etwas höher bekommen muss. Ja, ganz normale Maschine, da werde ich dann irgendwann mal was dazu sagen, wenn ich die jetzt dann in Betrieb genommen habe. Das wird jetzt so ab nächsten Jahr jetzt dann auch passieren. Ich habe mir dann hier so kleine Halter gebaut, zum Beispiel noch für mein Werkzeug, für Montiereisen, Ventilzieher und.
dass das da so ein bisschen gut verstaut ist. Genauso hier an der Wand nochmal solche kleinen Kästchen, Staukästchen für Ventile, Gummiventile und da kommt noch allerhand Zeug rein. Ja, das ist die Reifenmontagemaschine. Ja, und dann war es ja hier im Winter. Wir haben ja jetzt heute den 23. Dezember, also heute zu diesem Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Videos. Und draußen hat es irgendwie 12 Grad, 13 Grad. Und die ganzen Jahre zuvor war es immer relativ kalt im Winter und ich habe natürlich genauso wie viele andere von euch keinen Bock gehabt, irgendwas in der Werkstatt zu machen, da rumzuschrauben oder ein Video zu machen oder so. Weil ja, wenn es kalt ist, es ist zwar trocken, ja, aber wenn es kalt ist, hat man natürlich viel, viel weniger Lust. Und ich habe mir schon immer überlegt, wie kann ich das machen, dass ich hier eine adäquate Temperatur habe, auch zum Arbeiten. Und dann hatte ich, das habt ihr auch in meinen Videos vorher gesehen, immer so einen Elektrolüfter mit 2000 Watt, der so im Hintergrund so gebrummt hat. Der hat aber relativ wenig gebracht. Und ich habe dann schon vor, ich glaube jetzt mittlerweile einem Jahr oder anderthalb Jahre, immer wieder damit geliebäugelt mit so einer China-Standheizung. Und vielleicht hat der ein oder andere davon von euch mal was gehört. Das sind also Dieselheizungen, wie man sie auch in Kraftfahrzeugen findet, ähnlich, nur zu einem wirklich richtig günstigen Preis. Und da blende ich euch mal einfach nur ein paar kurze Abschnitte ein. Ja, das ist das gute Stück hier. Ich will da jetzt auch gar kein Video drüber machen, wie das alles funktioniert und was das macht. Auf jeden Fall kommt hier an der Stelle warme Luft raus und da hinten wird sie produziert und der Kraftstoff dafür ist hier drin. Ich habe das Ganze dann verkabelt und wie man da unten sieht, ist der Auspuff nach draußen und da hinten in der Ecke liegt die Ansaugluft. Und das Ganze macht schon etwa 10 Grad hier in der recht zugigen Werkstatt aus. Aber das ist dann schon was. Also währenddem die ganze Zeit irgendwie 0 Grad draußen waren, hatte ich hier drin schon meine 11, 12 Grad gehabt. Ja, so. Das ist die Bedieneinheit zum Beispiel zu dem Gerät. Ja, und wer sich für so eine Standheizung, für so eine China-Standheizung interessiert, der geht einfach mal bei YouTube auf China-Standheizung. Da findet man wirklich ohne Ende Videos darüber, wie die montiert werden, wie die funktionieren und so weiter und so fort. Ich habe darüber kein Video gemacht, werde ich auch nicht machen, weil es da gibt es schon so viel. Ich habe ja selbst auch geguckt, bevor ich mir das Ding gekauft habe. Ich kann nur so viel sagen, diese Teile sind unschlagbar günstig und wenn man einen Platz hat, wo man die hinbauen kann, warum sollte man das nicht machen? Alles gut. Der einzige Nachteil in meinem Fall ist hier, dass sie innen hängt und das Ganze dann doch schon relativ laut ist. Und hätte ich das jetzt laufen, dann würde das im Hintergrund so richtig ordentliches Geräusch machen, was im Video dann störend wäre. Da ich aber nicht die ganze Zeit Videos mache, sondern dann eher hier schraube, stört mich das eigentlich nicht weiter. Viele bauen die Heizung nach draußen und dann hat man natürlich innen nur die warme Luft, das ist ganz praktisch. Ja, muss man selbst entscheiden. Schaut bei YouTube rein oder sonst wo, da findet ihr genug Erklärungen dazu. Ich finde das Ding auf jeden Fall klasse und es hat auf jeden Fall was gebracht. Zwar nicht das, was man sich so erhofft oder was man glaubt, was sein könnte, aber es reicht allemal. Also man muss hier nicht bei 31 Grad arbeiten, da hat man nämlich dann auch wieder keine Lust zu. Kommen wir zum nächsten Thema. Wenn man so lange keine Videos gemacht hat, dann muss man sich wieder dran gewöhnen mit dem Mikrofon und das ist alles nicht so einfach. Wie geht es weiter in 2024? Auf jeden Fall geht es weiter. Und ihr seht da im Hintergrund schon die R1200 GS stehen. Baujahr 2008.
ist diese. Und da gibt es natürlich dann auch wieder ich sag mal, in Anführungsstriche, eine komplette Wartungsreihe dazu. Ja, so wie es bei der 1150er war. Na, schauen wir mal. Also da wird Kardanantrieb, muss da gemacht werden, geguckt werden, wie zerlegt man das, Ölwechsel, Getriebeölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, ABS, Gabel, was haben wir noch, hydraulische Kupplung und. Diese ganzen Dinge werde ich da dran machen und ich freue mich schon drauf. Ja. Das wird so in 2024 passieren. Und für diejenigen, die auf meiner Webseite geschaut hatten, da steht eigentlich die RT. Jetzt war es aber nicht möglich, eine RT beizubringen, an der ich das machen kann. Aber in diesem Fall ist es so, 2008 ist der Antriebsstrang und der Motor bei der RT dasselbe. Es ist halt bei der RT nur so ein bisschen mehr Verkleidungskram dran. Ja, aber ich denke, die wichtigsten Dinge können wir hier auch an der GS abarbeiten. Und ja, schauen wir mal. Das ist das, was unter anderem im 2024 passiert. Im Januar kommt allerdings nochmal ein Video über die 1150 und naja, im Übrigen ist es für all die, die 1150er fahren, es gibt noch so ein paar Sachen an der 1150er, die gemacht werden können oder gemacht werden müssen. Und da gibt es natürlich dann weiterhin Videos auch darüber und ich werde auch versuchen, andere Motorräder noch mit reinzunehmen, die vielleicht auch nicht unbedingt BMW sind. Da gibt es auch viele interessante Themen, da könnte man sich mal um Schwingen, um Kettenantriebe kümmern und. Also ganz, ganz viele interessante Sachen, ja, die ich dann versuchen werde, in gewohnter Qualität rüberzubringen. Ja, und im Januar, also das wird so eines der nächsten Videos sein, hat mir ein lieber Zuschauer, der Martin, ein kleines Päckchen geschickt, Briefumschlag. Der hat natürlich vorher mit mir gesprochen, wir haben über WhatsApp geschrieben und wir haben uns über dieses Thema unterhalten. Ich zeige euch mal kurz, was das da ist in diesem Päckchen drin. Kann man das so sehen, so ein bisschen, ja, da oben sind so 2 Kunststoffscheiben, dann haben wir hier eine Lagerbuchse, ein paar Kugellager und so weiter und so fort. Ist ein ganz interessantes Thema. Und zwar geht es dabei um die Lagerung des Schalthebels an den R1150er Modellen. Beziehungsweise, muss ich überlegen, die sind nicht alle gleich gemacht. Machen wir erstmal nur GS, R1150 GS Modelle. Da ist der Schalthebel in einer Kunststoffbuchse gelagert und wenn man da mal schaut, das ist bei mir auch so, wenn ich an dem Schalthebel bewege, dann hat er doch ganz schön Luft. Und mit diesem Set hier ist es so, dass die vorhandenen Buchsen, die da drin sind, rauskommen und werden ersetzt gegen Kugellager. Da hat man dann eine neue Welle, die da drin sitzt und das wird dann zusammengebaut und dann ist der Schalthebel kugelgelagert. Ob und wie das funktionieren soll es. Ich habe es aber selber noch nicht eingebaut. Das werden wir in diesem Video im Januar sehen. Das ist eigentlich kein großer Act. Und da bin ich dann auch mal gespannt, wenn es dann im Frühjahr wieder losgeht, ob sich da schaltungstechnisch auch was verändert. Es soll so sein. Werden wir mal sehen. Auf jeden Fall danke ich dem Martin an dieser Stelle für dieses Set. Ja, und freue mich auch schon auf das Video. Zu dem jetzigen Zeitpunkt ist es noch nicht gedreht, von daher, ich habe es noch nicht eingebaut, es liegt ja noch hier, aber ich bin gespannt, wie gut es funktioniert. Ja, und im Januar wird es ein Video geben über die Twinbush Hebebühne. Die ist jetzt seit, glaube ich, einem Jahr etwa hier.
Und ob und wie gut die in dieser Zeit funktioniert hat, ob es da Probleme gab und so weiter und so fort, das werde ich in diesem im Januar kommenden Video beantworten. Da bin ich nämlich von einigen Leuten angesprochen worden, ob ich nicht dazu mal was machen könnte. Ja, werde ich machen, kommt im Januar und hier gleich der Hinweis, weder die Hebebühne noch die Reifenmontagemaschine ist in irgendeiner Form gesponsert. Das heißt, das sind dann keine Werbevideos, sondern das ist meine tatsächliche Meinung dazu, wie ich das mit der Hebebühne erlebt habe. Ja, und die Themen auf meinem Zettel, die sind leer. Das war es eigentlich, bis auf 2 wichtige Dinge. Einmal möchte ich mich natürlich bei all meinen Abonnenten und Zuschauern bedanken, dass ihr auch in dieser Pause dageblieben seid, dass auch in der Pause neue Abonnenten dazugekommen sind. Und ja, ich finde das ziemlich klasse. Mittlerweile haben wir irgendwie 4.150 oder so irgendwas Abonnenten. Wahnsinn. Vielen lieben Dank dafür. Und da wir ja heute, den 23., also ihr seht das Video am 24., also am Heiligen Abend, Weihnachten haben, die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel bevorsteht, wünsche ich euch da draußen natürlich allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2024. Ich weiß, dass es für viele Leute in der heutigen Zeit, für mich auch, alles nicht so einfach ist in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Aber ich denke, ja, wir müssen das Beste daraus machen und wir müssen vor allen Dingen uns unseren Themen widmen, also so wie ich das ja auch mache. Motorradfahren oder Schrauberei oder Videos machen oder keine Ahnung was und sich bloß nicht mit diesem Mist, der aktuell passiert, zu sehr zu befassen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, eine ganz, ganz tolle Zeit, eine tolle besinnliche Weihnachtszeit und wir sehen uns beim nächsten Video in 2024. Bis dahin. Schöne Weihnachtsgrüße. Ciao, ciao.